Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich darüber erzählen, was sich bei mir verändert hat, seit ich 50 Jahre alt geworden bin. Ich bin bereits vor 3 Jahren 50 geworden und das war jetzt gar nicht so ein, sag ich mal, Angstgeburtstag im Sinne von, oh je, jetzt werde ich alt, sondern vielmehr hat es mich zum Nachdenken darüber gebracht, was diese 50 eigentlich bedeutet. Und letztendlich bedeutet sie natürlich, dass ich jetzt bestenfalls genau in der Mitte meines Lebens angekommen bin, beziehungsweise wahrscheinlich schon ein bisschen länger gelebt habe als die Hälfte meines Lebens. Und das hat mich tatsächlich auch zum Nachdenken darüber gebracht, was das jetzt tatsächlich für mein eigentliches Leben bedeutet und für das, was jetzt vor mir liegt. Und dieser Blickwinkel hat dazu geführt, dass ich tatsächlich einige Sachen so ein bisschen anders gemacht habe oder besser verstehe oder mich vielleicht auch mehr oder weniger bewusst oder unbewusst mit meinem Leben, was vor mir liegt, noch mal ein bisschen anders beschäftigt habe. Also fangen wir an mit den 10 Punkten. Punkt Nummer 1 ist etwas, was ich jetzt tatsächlich erst relativ spät gelernt habe, nämlich was meine Stärken sind. Also tatsächlich darüber zu reflektieren, wo sind meine Stärken, was macht mich aus im positiven Sinne. Und das ist eigentlich ganz gut, sich das auch mal aufzuschreiben. Ich habe das in mein Journal geschrieben, weil man es manchmal ja, gerade wenn man jetzt nicht so gut drauf ist, dann auch schnell vergessen kann. Aber zu wissen, was ich in meinem bisherigen Leben gelernt habe und wo meine Stärken liegen, also zum Beispiel, ich kann sehr, sehr gut organisieren. Also ich bin fast jeder Herausforderung gewachsen, ob das jetzt Feiern sind, ob das Umzüge sind, ob das Familienleben ist oder auch in der Tendenz mich selber im Alltag. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke von mir. Und wenn man da so ein bisschen tiefer nachgräbt in den eigenen Stärken, dann schafft man es auch, viele Sachen als Stärken an sich zu sehen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, auch kleine Dinge. Also ich kann jeden nur ermutigen, das mal für sich aufzuschreiben und wirklich sich die Zeit zu nehmen und ganz tief, auch in ganz kleine Bereiche runterzugehen. Und da findet man, glaube ich, für jeden für sich schon so einige Stärken, die man im Laufe des Lebens aufgebaut hat und gelernt hat. Es ist ein sehr bestärkendes Gefühl, kraftvolles Gefühl, diese Stärken für sich bewusst zu machen. Punkt Nummer 2 ist quasi der Gegensatz dazu, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich weiß, was meine Schwächen sind, sondern das noch so ein bisschen erweitern würde, ich weiß auch, was meine Trigger sind. Ich habe mich relativ lange Zeit mit mir auseinandergesetzt, ob das in Therapieform war, über Bücher, ich habe sehr viel gelesen, über Selbstentwicklung und solche Sachen. Ich bin da auch ein Stück weit zu gezwungen worden aufgrund verschiedener Sachen, die in meiner Jugend und jungen Erwachsenenaltern dazu geführt haben, dass ich mich damit konfrontieren musste. Mittlerweile nehme ich es aber auch als eine der Stärken wahr, dass ich eben genau weiß, wer ich bin, wo ich herkomme, was meine Problemstellungen in meinem Leben bisher waren und auch die Sachen, die tendenziell alte Muster antriggern können. Das gelingt mir nicht immer, logischerweise, und je gestresster man ist oder je eingebundener man ist, auch in andere Systeme, umso schwieriger wird es ja manchmal, den Trigger schnell zu erkennen. Aber ich würde sagen, ich habe schon über die Jahre jetzt relativ viel etabliert, um möglichst schnell, dann auch oft in Konversation mit meinem Mann, die Sachen aufzudröseln und herauszufinden, was war denn jetzt hier eigentlich los, warum war meine Reaktion jetzt so, dass sie eigentlich nicht der Situation angemessen war. Also das heißt, ich habe mich auch eben mit den Schwächen, also wo ich so ein bisschen angreifbar bin oder wo ich vielleicht etwas überreagiere, auseinandergesetzt und eben auch mit den Triggern, die dann wieder diese Schwächen antriggern oder bestimmte Verhaltensmuster antriggern. Und ja, das ist eigentlich auch ein gutes und wichtiges Thema. Nicht, dass man es verhindern kann, weil das kann man, glaube ich, nicht,
Aber wenn man eben schon seine Problematiken im Leben kennt, auf die man reagiert, dann ist man ein bisschen besser gewappnet dagegen. Also dann ist man vielleicht ein bisschen besser prepared, so würde ich es vielleicht sagen. Punkt Nummer 3, ich warte nicht mehr auf den richtigen Moment. Also man hat es ja oft, wenn man jünger ist, dass man dann so denkt, ja, ich brauche dann erstmal, es muss dann die richtige Situation sein oder der richtige Zeitraum sein. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Thema ist ja, wann will man Kinder bekommen? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt? Gibt es den nicht? Ja, also ich glaube, dass es den nicht gibt, weil es im Prinzip immer das Leben 100%ig verändert und deswegen wird es eigentlich nie wirklich reinpassen. Und so ähnlich ist es eigentlich mit fast allen anderen Sachen auch. Ja, man geht immer davon aus, dass man so viel Lebenszeit vor sich hat und dann eben bestimmte Sachen machen kann, wenn man in Rente ist, wenn man die Ausbildung fertig hat, wenn man weiß ich nicht was. Und das tue ich tatsächlich nicht mehr, weil wenn mir was wichtig ist oder so weiter, dann versuche ich das möglichst zeitnah umzusetzen. Ich bin natürlich in mein Familiensystem eingebunden, in meine Ehe, mit meinen Kindern und ich kann jetzt natürlich nicht komplett alles umwerfen und die einfach da mitziehen, das ist natürlich auch klar, aber ich warte nicht auf irgendwelche Situationen, die mir irgendwas ermöglichen. Also ich versuche tatsächlich die Sachen relativ zeitnah zu machen, wenn sie mir wichtig sind. Also das ist natürlich der erste Aspekt dabei, zu überlegen, ist es mir wirklich jetzt total wichtig, das machen zu wollen oder ist es eigentlich gar nicht so sehr wichtig. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema dieser Bucketlist, die ich übrigens nicht habe, weil ich das auch schwierig finde, weil ich glaube, man hat immer so viele Einflüsse, auch gerade aus den sozialen Medien, was man jetzt alles schon gemacht haben müsste oder sonst was. So eine Liste, finde ich, führt manchmal auch dazu, dass man sich dann so durchhechelt, um alles abgehakt zu haben, aber eigentlich diesen Moment gar nicht bewusst wahrnimmt oder das dann vielleicht auch in dem Zeitfenster gar nicht mehr mit einem korrespondiert, nur weil es auf der Liste steht, man es dann macht. Aber ja, grundsätzlich Punkt 3, ich warte nicht mehr auf den richtigen Moment. Wenn mir etwas wichtig ist, versuche ich es möglichst zeitnah umzusetzen. So, Punkt 4 ist eigentlich ein extrem wichtiger Punkt, mit dem ich mich auch immer noch so ein bisschen schwer tue, aber es ist fast der wichtigste auf meiner Liste. Und das ist das Thema, ich kann nicht beeinflussen, was andere Menschen über mich denken oder über mich sagen. Also gerade als junger Mensch, man ist natürlich immer dabei, sich zu orientieren. Und je nachdem, wie man aufgewachsen ist, also bei mir war es so, ich habe mich sehr, sehr stark am Außen orientiert. Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt, was andere über mich denken oder über mich sagen würden. Natürlich auch in so einer total fiktiven Form, was möglicherweise natürlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt hat, was andere tatsächlich über mich gedacht haben oder gesagt haben. Und das hat mich immer stark blockiert in meinem ganzen Ausdruck und auch in dem, was ich vielleicht gemacht habe oder nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, andere denken so. Also man hört schon, es ist eine weirde Kette an Gedanken, die dann tatsächlich eigentlich nur in einem selber stattfindet. Faktisch ist es aber tatsächlich so, dass natürlich jeder Mensch in dieser Subjektivität drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt an jemanden vorbeilaufe und der oder diejenige sieht mich, dann denkt er irgendwas oder denkt eben nichts über mich oder sortiert mich in irgendeiner Form in seine persönliche subjektive Lebenswelt ein. Die kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wo der gerade war, was der gerade erlebt hat, was der denkt, in welcher Lebenssituation der ist, wie der aufgewachsen ist und wie dann praktisch mein Erscheinungsbild oder meine Worte oder was auch immer ich tue, auf ihn oder sie praktisch bei dem ankommt. So, ich kann es nicht beeinflussen. Es ist immer eine Subjektivität in dem anderen. Das zu erkennen bedeutet aber, dass man eine großmögliche Freiheit hat. Ja, weil ich kann mich natürlich einfach so bewegen, wie ich das möchte, weil ich das andere alles sowieso nicht beeinflussen kann. Und ja, ich kann, natürlich habe ich die Prämisse, freundlich zu sein im ersten Schritt und keinen zu verletzen, willentlich.
Weder verbal noch natürlich körperlich, aber ich kann eben nicht beeinflussen, wie ich jetzt bei jemand anderen gesehen werde. Und das ist eigentlich ein sehr befreiender Gedanke, wenn man es einmal so durchgedacht hat. Gelingt auch natürlich nicht immer im Alltag, ja. Und es ist ja auch immer was Komisches, wenn man jetzt beispielsweise in fremde Gruppen reinkommt, das erste Mal, alle gucken einen an beispielsweise, dann geht es natürlich auch reflexhaft an und denkt so, oh Gott, was denken die jetzt, was glauben die jetzt und wer bin ich? Und dann das Ganze natürlich auch noch vor diesem Hintergrund, was gesellschaftlich genormt irgendwie vorgeführt wird. Also es ist auch ein ziemlicher Komplex, aber wenn man sich das mal bewusst macht, zu sagen, ich kann bei anderen einfach überhaupt nichts erreichen, was die nicht schon in ihrem Kopf drin haben, dann ist das auch ein befreiender Gedanke. In dem Zusammenhang kann ich euch sehr, sehr den Mel Robbins Podcast empfehlen. Also sie spricht ganz oft über solche Themen und die finde ich auch sehr eindeutig. Ich verlinke euch das mal unten. Mein Punkt 5 schließt da so ein bisschen dran an, weil das für mich bedeutet, ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Das heißt, ich kann alles ausprobieren, was ich möchte und halte mich nicht an irgendwelche vermeintlich gesellschaftlichen Normen, Vorgaben und so weiter. Also für alle die wie ich in den 70ern geboren wurden, die haben sicher noch viel mehr von Normenverständnis in ihrem Hinterkopf als Jüngere, hoffe ich, denke ich mal zumindest. Es gab bestimmte Sachen, die man gehört hat und die sich irgendwie im Hinterkopf festgesetzt haben. Also ganz banales Beispiel. Eine Freundin habe ich gehabt, die hat schon mit, weiß ich nicht, 35 oder so gesagt, ja, wenn man dann mal über 30 ist oder über 40 ist, hat man keine langen Haare mehr. Totaler Schwachsinn natürlich, ja, kommt von, weiß ich nicht woher. Aber es ist was ich in meinem Kopf festgesetzt habe, was ich mir gemerkt habe. Oder früher wurde noch gesagt, man trägt dann keine kurzen Röcke mehr oder weiß der Geier was. Ja. Und das Tolle ist, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo wir da so viel freier sein können, wo wir eigentlich alles leben können, was wir möchten. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Wert in unserer Gesellschaft. Und das ist eben so, dass diese gesellschaftlichen Normen und Vorgaben, die früher noch viel stärker waren, aber heute auch in der Tendenz immer noch so ein bisschen mitschwingen, dass wenn man beispielsweise ein bestimmtes Alter erreicht hat, bestimmte Sachen nicht mehr als so adäquat angesehen werden. Und das ist wirklich was mir total egal geworden ist. Also wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das und ich gucke da nicht auf mein Alter. Also beispielsweise, ich mache hier immer einen Ballettkurs. Ja, dieser Kurs ist für Ältere, aber ja, es ist mir total egal. Also ich liebe diese Bewegung und ich mache das. Ja. Oder ich lerne irgendwas, also dann lerne ich das und es ist mir dann auch egal, ob ich in einem Kurs oder wo ich auch immer bin, vielleicht die Älteste von denjenigen bin und das alles ganz, ganz junge Leute sind. Ich habe diese Möglichkeit und meine Alterszahl, die da steht, hat mich da nicht zu begrenzen. Ja? Und das, finde ich, ist auch ein sehr schönes Gefühl, vor allem, weil ich mittlerweile ganz anders lerne, als ich es früher gemacht habe. Ja, und das ist eigentlich auch schon mein Punkt 6. Ich will lernen und ich will mich weiterentwickeln und das ist etwas, was ich mittlerweile sehr wertschätze. Also ich habe es in der Schule gehasst zu lernen. Also ich fand es irgendwie immer schwierig und ich habe das immer als mit sehr viel Mühe empfunden. Ich habe es dann in meinem Studium, war es schon so ein bisschen besser, da ging es dann so ein bisschen. Ich habe dann noch mal eine Ausbildung gemacht und diese Ausbildung war eigentlich genau das, was ich zu diesem Zeitpunkt machen wollte. Und da habe ich das allererste Mal gemerkt, wie schön es sein kann zu lernen. Also wie viel Spaß es mir bringt und wie einfach es sein kann, wenn einen das Thema total interessiert. Und dann ist es kein Lernen als Kraftanstrengung, sondern dann ist es ein Aufnehmen, ein Einsaugen von Themen, die einen interessieren. Und so geht es mir jetzt auch
Ich lasse mich nicht beschränken von irgendeiner Altersstruktur oder dem, was ich machen möchte. Ich lerne und versuche mich in den Sachen fortzubilden, Sachen zu lesen, die mich einfach interessieren und empfinde das auch als total schön, dass ich eben über die Jahre so eine Art Kette verfolgen kann von den Sachen, die ich mir angelernt habe, wo ich Kurse besucht habe und wie das immer mehr so ineinander greift. Also, und ich hoffe, dass das Lernen für mich bis zu meinem Tod eigentlich nicht aufhört, weil ich das wirklich sehr schätze. Gerade jetzt auch mit dem Internet natürlich, so viele Möglichkeiten zu haben und so viel Wissen konsumieren zu können. Punkt 7. Eigentlich so ein ganz kleiner Punkt, aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich ärgere mich nicht mehr so stark. Also ich finde Ärgern grundsätzlich eigentlich schon auch ein ganz gutes Gefühl, weil es mir auch zeigt, dass ich nicht alles hinnehme oder dass, wenn ich mich ärgere, dass ich merke, okay, da ist irgendwas im Busch, warum ärgere ich mich jetzt hier? Aber es ist so, dass ich diesen Ärger nicht mehr so lange mit mir rumtrage. Also weil ich die Erfahrung einfach über die Jahre gemacht habe, dass wenn man sich über Sachen ärgert, jetzt beispielsweise im Job, dass man sich 14 Tage später schon gar nicht mehr erinnern kann, warum hat man sich den Dienstag von vor 14 Tagen eigentlich da und darüber geärgert. Das heißt, dass die meisten Ärgernisse eigentlich zwar Ärgernisse sind, aber einen langfristig überhaupt nicht tangieren im Gesamtkontext. Und deswegen ist es so, dass ich sage, okay, ich ärgere mich jetzt hier, dann eher nachfrage, warum ärgere ich mich, also was wird hier angetriggert, aber gleichzeitig auch weiß, okay, morgen ist es vorbei oder übermorgen ist es vorbei und am Wochenende weiß ich schon gar nicht mehr warum. Also das ist auch eine schöne Erkenntnis, die man erreicht, wenn man älter wird. Punkt 8 ist, dass ich auch über die Erfahrung nun weiß, dass ich im Leben einiges sehr, sehr schnell ändern kann. Sowohl zum Positiven als auch eben zum Negativen. Und das bedeutet aber für mich, dass ich eigentlich sehr, sehr oft sehr dankbar bin. Auch für Tage, wo eigentlich gar nichts groß los ist und so. Aber das ist ja auch was Gutes, weil es ist ja besser, es ist nichts los, als dass was Schlimmes passiert. Und also diese Erfahrung zu haben, dass ich eben das Leben von jetzt auf gleich verändern und drehen kann, macht mich demütig und eben dankbar für das Leben, was ich im Moment führe. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Mein Punkt 9 ist so ein bisschen komplexer. Ich hoffe, ich schaffe das ganz gut zu erklären. Ich habe die Tage was auf Instagram gelesen und es hat sehr resoniert. Und zwar ging es darum, dass Realität eine Wahl ist. Und dass eigentlich egal ist, wo man ist, sondern viel wichtiger ist, wer man ist. Also es klingt jetzt relativ einfach. Ich fand es aber ein bisschen komplexer zu denken, weil man manchmal ja an verschiedenen Orten unterschiedlich ist. Also wenn ich im Urlaub bin, beispielsweise früher auf meiner Lieblings-Nordseeinsel Langeoog, war ich da super entspannt. Ich war sehr bei mir und war sehr, ich würde sagen, so aligned mit mir. Das lag eben an der Möglichkeit, dass ich jeden Tag da lange am Strand spaziert gegangen bin. Es war diese Weite, die ich da gesehen habe. So. Und wenn man dann zurück in den Alltag gefahren ist, dann war das ja oft so, jetzt kommt wieder Büro und wer weiß, was da wieder ist und man hat es sofort verloren. Und das meine ich eigentlich damit, zu sagen, nee, das, was ich da habe, was zwar vielleicht vom Außen her aufgrund dieser Meeressituation und natürlich auch der Urlaubssituation, wo wenig Input von außen kommt, das mit einem so resoniert und man dann so bei sich ist, dass es aber nicht bedeuten muss, nur weil ich jetzt in ein anderes Umfeld gehe, dass ich das zu 100% verliere. Und das war so diese Erkenntnis daran, sondern zu sagen, es ist meine Entscheidung, wie viel ich bei mir bleiben kann, wissend, dass mich viele Energien, mit denen ich sonst vielleicht im Urlaub überhaupt nichts zu tun habe, natürlich
immer so ein bisschen rausbringen aus der inneren Mitte, so würde ich es mal sagen. Aber ich kann es trotzdem, es ist meine Wahl. Ja? Nur weil ich brauche nicht einen bestimmten Ort, um das und das zu sein, sondern es ist meine Wahl, eigentlich immer das zu sein und es eben zu versuchen, in unterschiedlichsten Orten oder Konstellationen aufrechtzuerhalten. Praktisch in seinem Inneren stabil zu bleiben. Ja? Und auch da bedeutet es nicht, dass man jetzt immer im Zen sein muss, egal was um einen rum passiert. Also nicht diesen Perfektionismusanspruch zu haben, sondern zu sagen, nee, ich habe diese Wahl, ich erkenne das und ich kann mich da kurz fokussieren und trotzdem bei mir bleiben. Das ist, glaube ich, ein wirklich schwieriges Unterfangen und es gelingt mir nicht, oder nicht immer öfter, aber nicht immer. Aber ja, das sich nochmal so bewusst zu machen. Also, dass es nicht vom Ort abhängt, wie ich mich fühle, sondern eigentlich von mir abhängt, wie ich mich fühlen möchte und das dann auch an verschiedenen Orten etablieren kann. So. Also fand ich jetzt auch noch eine gute Erkenntnis. Ja, und mein letzter Punkt, Punkt 10, ist, ich vertraue ins Universum. Oder, das müsst ihr für euch selber entscheiden, Universum, Gott, Allah, Buddha, was auch immer, eine höhere Macht, keine Ahnung. Je nachdem, was euer System so beinhaltet. Aber ich glaube daran, dass es eben ja, so eine Art Kraft gibt, die einen antreibt im Leben, dass es so eine Art latent vorgezeichneten Weg geht, in den man geht und man auch eben im Alltag oder in seinem Leben kleine oder größere Zeichen bekommt, wenn man an Weggabelungen steht. Und es eben auch unsere Aufgabe ist, vielleicht diese Zeichen zu erkennen, ihnen zu folgen, daraus dann wieder eine Lernerfahrung zu generieren, die nicht immer nur positiv sein muss, und den eigenen Lebensweg zu finden. Also ja, das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe und auf die ich auch zurückblicken kann, dass viele Sachen sich in meinem Leben gedreht haben und verändert haben, wo ich es vorher überhaupt nicht hätte erwarten können oder auch mir nicht vorstellen können. Und deswegen glaube ich, dass es da eben so eine Art vorgegebenen Weg gibt, an dem man sich langhangelt und wo man eben so ein bisschen gucken muss, ob man nach rechts oder links abbiegt und was das dann für einen bedeutet. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Wenn ihr Lust habt und mögt, könnt ihr ja gerne in die Kommentierung unten mal reinschreiben, was so eure Lebensweisheiten oder Lebenserfahrungen sind. Finde ich immer sehr spannend. Ja, und ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bleibt gesund.